Gerade in so turbulenten Börsenzeiten wie diesen, da freut man sich doch, wenn man solide Dividendenaktien im Portfolio hat, die noch dazu gerade ihre Dividenden auch erhöhen und die derzeit auch mit Abschlag gehandelt werden, also können wir günstiger zugreifen. Nach diesem Video werdet ihr bekannte Dividendenaktien kennenlernen, die in letzter Zeit oder auch in den folgenden Wochen ihre Dividende angehoben haben. Wir schauen auf die Finanzdaten, ob das Unternehmen immer noch lukrativ ist, sodass ihr am Ende des Videos wisst, ob das für euch ein gutes Investment ist. Wie immer ist das diesmal auch keine Anlageempfehlung. Ich analysiere hier die Werte mit euch und ihr entscheidet bitte immer selbst, in was ihr investiert. Und wenn euch Videos wie dieses gefallen und ihr auch meinen Kanal unterstützen wollt, dann gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben und abonniert auch meinen Kanal, wenn ihr keine weiteren Videos verpassen möchtet. Und los geht's mit der ersten Aktie. Und da habe ich euch heute mal die Unilever mitgebracht. Unilever hat momentan eine Dividendenrendite von 3,7%. Und zuletzt mit Ausschüttung im April haben sie auf 40,52 Pence erhöht von 39,28. Das entspricht einer Dividendenerhöhung von 3,16%. Unilever hat auch aktuell ein Upside-Potenzial von Investing Pro von 18%. Und auch die Analysten sehen hier noch einen Kurs-Upside. Hervorzuheben ist gerade, es gibt einen perfekten Piotrowski-Score von 9, eine hohe Aktionärsrendite. Die Aktie ist auch überverkauft. Wobei im Moment, wenn man sich den Kurs anschaut, wir hatten lange Zeit einen Seitwärtstrend, dann einen kurzen Schwung nach oben und jetzt hat sie halt einfach wieder korrigiert. Also der Seitwärtstrend setzt sich mal sofort. In den Jahren zuvor hätten wir Unilever auch noch deutlich günstiger kaufen können. Von den Werten her sieht das hier relativ stabil aus. Hier habe ich mir einfach mal diese Kennzahlen zusammen konfiguriert. Das sind für mich somit die wichtigsten. Umsatz schwankend, aber so auf dem ähnlichen Niveau. Operating Income ist eher tendenziell so ein bisschen steigend. Genau wie die Marge, die zuletzt noch mal leicht gestiegen ist. Dividendenrendite hingegen ist mit 3,8% sogar noch geringer, als es in der Vergangenheit schon mal war. Hier waren wir auch schon mal über 4. Die Ausschüttungsquote ist mit 47%, auch eigentlich recht gesund, ist sogar runtergegangen. Sie kaufen auch eigene Aktien zurück. Nettoverschuldung zum EBITDA bleibt relativ gleich auf 2,1 mal EBITDA. Also sie hätten in etwas über 2 Jahren komplett ihre Nettoschulden mit dem EBITDA auch getilgt. Der Return on Invested Capital liegt bei 15,3. Das ist für ein Konsumgüterunternehmen eigentlich schon ganz okay. Vom KGV her sind sie mit 19,9 bewertet, ist jetzt nicht ganz so günstig. Da gibt es günstigere. Und vom Kurs-Buchwert-Verhältnis, ja, liegen wir bei 7, ist jetzt auch nicht wirklich günstig. Und von der Dividendenrendite sieht man, wir waren mal niedriger, so im Februar ungefähr. Und jetzt durch den Kursrutsch sind wir wieder bei 3,8%. Das bewegt sich aber so im Mittelfeld der letzten Jahre. Das war jetzt auch kein riesiger Dividendensteigerer. Wenn wir hier nochmal schauen auf den Verlauf, wir hatten immer so 36, 39, 37 und so weiter Pence. Aber lange Zeit haben wir da eigentlich keine Steigerung gesehen. Hier sieht man es auch nochmal. Also hier die letzten Jahre war Unilever eigentlich eher gleichbleibend und nur zuletzt hatten sie dann nochmal erhöht. Als nächstes Unternehmen habe ich euch die Coca-Cola mitgebracht. Coca-Cola hat aktuell 2,8% Dividendenrendite und mit ihrer Zahlung am 1. April haben sie von 51 auf 53 Cent erhöht. Das ist schon eine Steigerung von fast 4%. Auch nicht so die Welt, aber langsam und stetig erhöht die Coca-Cola halt schon über viele Jahre ihre Dividende. Da sehen wir halt hier von der Dividendenentwicklung die jährliche stetige Steigerung von der Dividendenrendite. Sind wir sogar niedriger als noch in den Jahren zuvor. Die Coca-Cola-Aktie hat auch in der letzten Zeit einen kleinen Aufschwung erfahren. Wir hatten immer so über 3% Dividendenrendite. Jetzt sind wir knapp unter 3% aktuell. Sieht man auch noch hier, dass der Kurs auch in letzter Zeit nochmal ordentlich angestiegen ist. Aber auch den Zahlen zufolge ist das gerechtfertigt, denn auch das Operating Income ist gestiegen, der Umsatz steigt an, die Marge auf das Operating Income liegt auch bei über 30%. Also von den Konsumgüterwerten ist Coca-Cola schon mit der profitabelste. Das Dividendenwachstum hat auch zuletzt nochmal kräftig zugelegt. Ausschüttungsquote ist jetzt nicht ganz so gering, aber gerade noch so im Rahmen. Aktienrückkaufrendite geht gerade wieder so zurück, also sie kaufen ab und zu mal Aktien zurück, im Moment weniger. Nettoverschuldung zum EBITDA 1,9 mal, auch um die 2 Jahre, wo sie ihre Nettoschulden tilgen könnten. Vom Return on Invested Capital 15,7, das sind sie ein bisschen besser als Unilever. KGV, das sind sie allerdings wieder teurer mit fast 25 und vom Kurs-Buchwert-Verhältnis auch. Ist jetzt kein Schnäppchen, sieht man auch hier am Upside-Potenzial. Wir sind insgesamt ziemlich fair bewertet, eine Downside von 3,4%. Überbewertung, das lasse ich jetzt mal unter fair bewertet gelten.
Wir haben 75 $ ungefähr als Aktienkurs. Analysten sehen das Ganze noch ein bisschen optimistischer und sehen hier 83 $ als Aktienkurs voraus. Ein weiteres sehr beliebtes Unternehmen bei Dividendeninvestoren ist ja unsere gute deutsche Allianz. Die Allianz hat ihre Dividende jetzt im Mai angekündigt für 17,10 € und davor das Jahr waren es nur 15,40 €. Das entspricht einer Dividendenerhöhung von über 11%. Hier der Wert stimmt nicht, keine Ahnung, wie die auf 5,4% kommen. Aktuell ist die Dividendenrendite, wenn man 17,10 € annimmt, zum aktuellen Kurs bei ungefähr 4,8%. Vom Kursverlauf sehen wir eigentlich, dass die Allianz einen schönen Run gemacht hat. Seit 2022 ging es eigentlich durchweg aufwärts. Seit so ein paar Monaten ist die Allianz allerdings eher so im Seitwärts- und im Moment sogar im leichten Abwärtstrend. Der Umsatzverlauf, ja, ist relativ gleichbleibend. Zuletzt hat die Allianz nochmal neue Rekordergebnisse auch veröffentlicht. Da hatte ich ja erst ein Video zugedreht, könnt ihr euch gerne mal anschauen. Das Operating Income hat sich auch positiv entwickelt. Auch die Marge ist profitabler geworden. Dividendenrendite aktuell ja 4,9, 4,8% um den Dreh. Im Moment zuletzt ist sie dann doch nochmal durch den Kursrutsch jetzt ein bisschen höher geworden. Dividendenwachstum hat auch die letzten Jahre eigentlich eher zugenommen. Die Ausschüttungsquote ist mit 55% relativ solide, also sie können sich's leisten. Und die Allianz hat ja auch ein großes Aktienrückkaufprogramm angekündigt, was jetzt aber die nächsten Monate erst wieder anzieht. Deswegen haben wir aktuell noch eine Aktienrückkaufrendite von 1,5%. Aber durch die Ankündigung wird sich das auch so fortsetzen und sogar erhöhen in nächster Zeit. Die Nettoverschuldung ist auch relativ moderat, weil sie in unter einem Jahr ihre Nettoschulden auch tilgen könnten. Der Return on Invested Capital zeigt eher auch ein positives Bild. Der ist nämlich in den letzten Jahren auch profitabler geworden. Zuletzt sind wir hier auf einem konstanten, eher höheren Niveau. Vom KGV liegen wir bei 12,6. Ist aber jetzt auch nicht wesentlich höher oder niedriger als die letzten Jahre. Und vom Kurs-Buchwert-Verhältnis sind wir sogar teurer geworden, aktuell bei 2,1-fach. Ist aber immer noch nicht so ein wahnsinnig hoher Wert. Die Fair-Value-Berechnung hier von Investing Pro zeigt auch ein 15%iges Upside-Potenzial an durch die Berechnungsmodelle. Und auch die Analysten sehen ein leichtes Aufwärtsziel, wenn wir aktuell bei ungefähr 350 € vom Kurs stehen, sehen Analysten aber fast 400 € voraus. Und wenn wir nochmal auf die Dividenden schauen, ist ja einer der Hauptgründe, warum wir in Allianz investieren, sieht man auch hier im Verlauf der Jahre, ist die Dividende eigentlich jedes Jahr schön gesteigert worden. Genau, seit 5 Jahren ist gesteigert worden. Hier gab es mal im Jahr 20 und 21 einfach die Dividende in gleicher Höhe, deswegen sind das nur 5 Jahre und nicht länger, aber gekürzt hat die Allianz schon sehr, sehr lange nicht mehr. Ein weiterer, sehr beliebter Versicherungswert ist ja die Münchner Rück. Denn auch die Münchner Rück hat eine Dividendenerhöhung angekündigt auf 24 € und im letzten Jahr haben sie 20 € gezahlt. Das entspricht tatsächlich einer Dividendensteigerung von 20%. Man sieht hier auch im Verlauf, dass auch die Münchner Rück eins der Unternehmen ist, die ihre Dividende in der Regel jedes Jahr erhöht. In den letzten Jahren war die Erhöhung aber immer noch mal drastischer als in den Jahren bis zum Jahr 2022. Aktuell haben wir bei der Münchner Rück eine relativ faire Bewertung mit einem Downside-Risiko von 4%, aber alles so plus minus 5% sehe ich mal als fair an. Wir stehen bei 523 € ungefähr. Analysten sehen 582 und damit noch Aufwärtspotenzial. Die Münchner Rück ist ähnlich wie die Allianz im Kurs auch seit Ende 2022 eigentlich immer angestiegen, aber seit einem Jahr ungefähr bewegen wir uns hier seitwärts, wenn nicht auch auf einem leichten Abwärtstrend. Mit dem Umsatz geht das nur leicht konform, weil auch der Umsatz ist die letzten Jahre eigentlich gestiegen. Auch hier bewegen wir uns jetzt eher auf einem gleichbleibenden Niveau die letzte Zeit. Das Operating Income hingegen steigt eigentlich eher in letzter Zeit. Und auch die Marge auf das Operating Income, die wird immer profitabler. Hier stehen wir bei 15,7%. Dividendenrendite aktuell ähnlich wie bei der Allianz bei 4,6%. Das Dividendenwachstum, ja hier sieht man auch nochmal, dass in den letzten Jahren halt vermehrt, also verstärkt erhöht wurde. Bei einer Ausschüttungsquote von knapp 43% ist das auch noch sehr moderat. Aktienrückkaufrendite ist auch bei der Münchner Rück eigentlich immer über die Jahre hoch gewesen. Das ist auch ein Unternehmen, die dafür bekannt sind, Investoren in Form von Aktienrückkäufen zu belohnen. Und hier haben wir noch eine höhere aktuell als bei der Allianz. Nettoverschuldung ist auch hier sehr moderat. Der Return on Invested Capital zeigt ein schönes Bild und
steigt kräftig an. Hier sind wir bei 18,6%. Vom KGV liegen wir bei knapp 11 und vom Kurs-Buchwert-Verhältnis auch bei 2. Ist jetzt auch nicht wahnsinnig überbewertet hier. Sieht ziemlich moderat aus. Also immer wenn die Münchner Rück mal vom Kurs her ein bisschen fällt, haben wir eigentlich auch hier eine Chance, tranchenweise mal wieder ein Stückchenweise nachzukaufen. Ein anderes spannendes, dividendenausschüttendes Unternehmen ist die Fastenal, ein Industriewert aus den USA, die auch durch ihre Schraubenautomaten unter anderem bekannt sind. Hier haben wir aktuell eine Dividendenrendite von knapp über 2%. Hier hatten wir im Februar die letzte Dividende. Das ist ja ein US-Unternehmen, das quartalsweise ausschüttet, und wir hatten jetzt im Vergleich zum November eine Erhöhung von 22 auf 24 Dollar-Cent, und das entspricht einer Erhöhung von ungefähr 9%. Wenn man sich die Fastenal mal bei Investing Pro anschaut, sieht man hier aktuell, wir haben eine 20%ige Überbewertung laut der Berechnungsmodelle. Wir stehen bei ungefähr 45 Dollar im Kurs. Analysten sehen aber auch genau den aktuellen Kurs eigentlich gerade als fair. Also Analysten sehen das Unternehmen fair, die Berechnungsmodelle sehen das Unternehmen überbewertet. Vom Kursverlauf ist die Fastenal so ein bisschen volatiler, je nachdem, wie sich auch die Industrie, das hängt auch stark an den Arbeitsmarktdaten und so weiter, wie sich das alles entwickelt. Aber im Grunde genommen, wenn man die Volatilität sich mal normalisiert, dann hat man schon einen Aufwärtstrend von links unten nach rechts oben. Jetzt nicht auf einem Niveau, wo ich sagen würde, das lohnt sich jetzt wahnsinnig, da einen Einmalkauf zu tätigen, aber es ist auch ein Unternehmen, was man bei kleinen Dips nach unten immer mal wieder irgendwie aufstocken könnte. Vom Umsatzverlauf sehen wir nämlich auch hier einen positiven Trend, dass der Umsatz immer weiter steigt. Das Operating Income ebenfalls. Die Marge ist bei über 20%. In den letzten Jahren ist es ein bisschen geringer geworden, aber wir bewegen uns eher auf einem gleichen Niveau. Für den Industriewert eigentlich auch ein guter Wert. Dividendenrendite liegt bei 2,1%. Wir waren auch schon mal ein bisschen höher in letzter Zeit. Was heißt in letzter Zeit? In den letzten Jahren hatten wir auch schon mal 2,5% oder sowas. Aber so knapp über 2% sind eigentlich normal. Dividendenwachstum ist auch in letzter Zeit noch mal stärker geworden als davor. Von der Ausschüttungsquote sind wir hier schon in einem fast kritischen Bereich jedoch mit 79,8%. Muss man eher ein bisschen beobachten. Von der Nettoverschuldung hingegen ist das jedoch ein sehr, sehr positives Bild, weil wie man hier sieht, haben sie die Schulden immer weiter abgebaut im Laufe der Zeit. Und so tief wie wir jetzt stehen, waren wir die letzten 10 Jahre schon nicht mehr. Der Return on Invested Capital zeigt wieder ein positives Bild. Der wird tendenziell eher leicht profitabler. Wir stehen bei fast 30% Return on Invested Capital. Es ist wirklich ein guter Wert. Das KGV allerdings spiegelt so ein bisschen die berechnete Überbewertung wider, weil wir haben hier einen 41er KGV und werden sogar teurer im Laufe der Zeit. Und auch das Kurs-Buchwert-Verhältnis ist mit dem 13-fachen schon relativ hoch. Also das ist jetzt kein Unternehmen, wo ich sagen würde, jetzt lohnt sich's, aber das ist eins, was man halt im Auge behalten kann. Langfristig haben wir hier schon ein Unternehmen, was die Umsätze und Gewinne auch steigern kann. Kommen wir wieder zurück nach Europa und diesmal nach Frankreich zu dem Utilities-Unternehmen Veolia. Veolia ist eins der größten Utilities-Werte Europas und versorgen die Menschen mit Energie und auch mit Müllversorgung. In Deutschland sind sie auch aktiv, habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Von der Dividendenrendite sind wir hier auch ungefähr bei 5%. Und sie sind auch dafür bekannt, ihre Dividende zu erhöhen, in der Regel. Wir hatten jetzt eine Erhöhung. Im Mai haben sie angekündigt, 150 Cent, also 1,50 € zu zahlen. Und im letzten Jahr haben sie 1,40 € gezahlt, davor 1,25 €. Aber im Vergleich zum letzten Jahr entspricht das einer Erhöhung von ungefähr 7%. Vom Verlauf her sehen wir bei Utilities, okay, hier hatten wir jahrelang mal Gleichstand, dann hatten sie 2011 mal nichts gezahlt. Also ist kein Unternehmen, was jetzt regelmäßig wirklich Jahr für Jahr erhöht. Hier gab es auch mal eine Kürzung in 2019, ab dann wurde es wieder erhöht und aktuell sind wir halt auf dem höchsten Dividendenstand. Also hohe Dividenden sind hier schon die Regel, aber man ist nicht davor gefeit, dass auch mal gekürzt wird, wenn das Geschäft sonst nicht zulässt. Wenn wir uns das Ganze mal bei Investing Pro anschauen, dann sehen wir aktuell auch ein Upside-Potenzial von 17,8%. Wir stehen bei rund 32 € im Kurs. Analysten sehen fast 37 voraus, also alle Analysten sehen hier auch ein Potenzial nach oben. Utilities sind ja in der Regel kein High-Grower-Unternehmen, aber man sieht auch tendenziell hier halt mit viel Volatilität einen steigenden Kurs. Wir standen auch in letzter Zeit mal auf dem All-Time-High Ende Februar. Jetzt sind wir auch hier ein wenig eingebrochen.
Also aktuell sind wir nicht auf einem wahnsinnig günstigen Niveau. Der Kurseinbruch geht hier analog zu allen anderen Unternehmen, die gerade eingebrochen sind. Dabei ist der Umsatz eigentlich gar nicht wahnsinnig gestiegen in letzter Zeit. Also der Kursanstieg, der geht hier nicht mit dem Umsatzanstieg konform. Operating Income hingegen schon, das ist auch jedes Jahr angestiegen. Von der Marge her sehen wir auch einen positiven Trend nach oben. Hier werden wir auch profitabler. 7,7% klingt jetzt nicht so wahnsinnig hoch, aber bei Utilities haben wir halt in der Regel auch nicht so hohe Margen, da ist es schon okay. Dividendenrendite 4,7% aktuell, also ähnlich wie bei der Allianz. Allerdings müssen wir bei einem französischen Unternehmen halt bedenken, dass wir dann die französische Quellensteuer abdrücken dürfen, die wir auch nicht vollständig verrechnet bekommen und uns selber unseren Teil quasi zurückerstatten lassen müssen, was natürlich Aufwand erfordert, das Ganze noch durchzuführen, Dokumente auszufüllen. Und das lohnt sich halt auch nur, wenn man einen relativ hohen Betrag in die Veolia investiert hat, damit sich der Aufwand da irgendwie rechnet. Ausschüttungsquote ist bei Utilities ja in der Regel schon höher und auch bei Veolia bei fast 94%. Wenn man das jetzt in der Benchmark mal vergleicht, würde man aber sehen, bei anderen ist es ähnlich. Aktien zurückkaufen tun sie auch nicht so, also eher mal ab und zu leicht verwässern. Nettoverschuldung zum EBITDA ist auch bei Utilities häufiger höher und hier liegen wir bei einem Dreifachen, wird allerdings auch nicht höher. In der letzten Zeit haben sie so ein bisschen wieder abgebaut, bewegt sich aber eher auf dem gleichen Niveau. Der Return on Invested Capital ist jetzt auch nicht wahnsinnig hoch mit 5,5%, aber auch hier werden wir leicht profitabler im Laufe der Zeit. Das KGV ist bei 18,7 und das Kurs-Buchwert-Verhältnis bei 2,1. Also hier sind wir eigentlich relativ günstig vom Kurs-Buchwert-Verhältnis bewertet, aber das KGV ist halt schon leicht erhöht. Dann schauen wir uns jetzt nochmal zwei bekannte Schweizer Pharmaunternehmen an, nämlich zuerst die Roche, danach noch die Novartis. Die Dividende im Jahr 26 haben wir mittlerweile jedoch verpasst, wenn wir dort noch nicht investiert gewesen wären, denn sie wurde bereits jetzt im März ausgeschüttet und wir hatten 9,80 Franken. Davor das Jahr waren es 9,70 Franken. Ist jetzt keine wahnsinnige Erhöhung. Also die Roche erhöht lieber langsam und stetig um ungefähr 1%. Das war nämlich ungefähr die Erhöhung. Man sieht auch im Laufe der Zeit diese langsame, stetige Erhöhung. Ist jetzt kein riesen Dividendenwachstumswert. Wir haben hier eher wirklich niedrige einstellige Erhöhungen, aber dafür halt Jahr für Jahr und relativ konstant. Wenn man sich die Roche mal anschaut, bei Investing Pro sehen wir aktuell 22,5% Upside-Potenzial. Wir stehen bei 38,58 Franken und Analysten sehen aber 44 voraus und sehen hier auch noch ein Upside-Potenzial nach oben. Vom Kursverlauf sehen wir eigentlich, wir hatten einen Abwärtstrend die letzten Jahre, also seit Corona ungefähr bis Mai 24. Seitdem ging es wieder volatil, aber leicht nach oben. Zuletzt hatten wir nochmal einen starken Anstieg und jetzt im Laufe der ganzen Einbrüche sind wir auch hier leicht eingebrochen. Ich würde jetzt hier bei der Roche nicht sagen, dass wir ein Niveau haben, wo wir jetzt wahnsinnig günstig im Vergleich zu den letzten Jahren sind. Vom Umsatz her sind wir auch relativ gleichbleibend eher. Wir waren mal höher. Vom Operating Income sieht es ähnlich aus. Wir werden gerade wieder leicht profitabler, aber auch hier sehen wir so eine wellenförmige Bewegung. Die Marge auf das Operating Income beträgt allerdings gute 33%. Und auch hier werden wir leicht profitabler wieder im Laufe der Zeit. Ich habe jetzt hier oben mal von einem US-Börsenplatz zur deutschen Börse gewechselt. Ich finde hier irgendwie bei Investing Pro leider den Schweizer Börsenplatz nicht. Aber hier ist die Dividendenrendite realistischer mit 3%. Man sieht auch durch die nur geringfügigen Erhöhungen, aber mit steigendem Aktienkurs ist sogar die Dividendenrendite mittlerweile gesunken. Die Ausschüttungsquote ist mit 60% leider schon etwas höher. Wir waren aber auch noch mal höher. Aktienrückkaufrendite ist auch sehr gering. Also sie kaufen leicht Aktien zurück, aber so viel merkt man davon jetzt nicht. Die Nettoverschuldung hingegen ist wieder sehr positiv. Alles unter 1 finde ich in Ordnung. Vom Return on Invested Capital liegen wir bei unter 25%. Jedoch ist der tendenziell im Laufe der letzten 10 Jahre eher rückläufig. Jetzt bewegen wir uns aber eher jahrelang schon auf dem gleichen Niveau. Aber die Roche steigert halt hier auch ihre Profitabilität jetzt nicht im Laufe der Zeit. Das KGV liegt bei 20, ist schon etwas erhöhter und das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit 7,7 auch jetzt nicht ganz so günstig. Aber schauen wir uns mal den zweiten Wert an. Ich gehe jetzt mal hier auf die Novartis und da haben wir
Auch eine Dividendenrendite von 3,3% aktuell. Die Novartis hat auch im März Dividende gezahlt, also die könnte dieses Jahr nicht mehr mitnehmen. Aber wir hatten 3,70 Franken und sie haben erhöht von 3,50 Franken im Vorjahr. Das ist eine Erhöhung von 5,7% ungefähr. Schauen wir auch noch hier mal auf den Verlauf. Sieht ähnlich aus bei der Roche wie bei der Roche. Das ist auch ein Unternehmen, was stetig Dividenden erhöht. Von der Prozentzahl hatten wir jahrelang auch so Werte zwischen 1 und 2. Die letzten Jahre hat aber die Novartis ein wenig stärker erhöht als davor die Jahre. Da ich nur hier gescheite Fair-Value-Werte für finde, habe ich jetzt mal hier den ADR-Wert der Novartis genommen, der an der New Yorker Börse gehandelt wird. Ich wechsle aber gleich wieder zu einem anderen Börsenplatz für die normalen Werte. Und wir sehen aktuell ein Upside-Potenzial von 15,8%. Wir haben 10 Analysten, die ein Kursziel von 120 Franken voraussagen. Wir stehen aber bei 118. Also die Analysten sehen aktuell nicht mehr so viel Potenzial nach oben, während die Berechnungsmodelle hier in diesem Fall optimistischer sind. Positiv an der Novartis ist gerade, dass das Management auch ziemlich aggressiv Aktienanteile zurückgekauft hat. Seit 30 aufeinanderfolgenden Jahren gibt es schon Dividendenerhöhungen und Novartis ist doch eher ein nicht so volatiles Unternehmen, was einem eine gewisse Sicherheit im Portfolio auch bietet. Vom Kursverlauf sehen wir auch hier einen schönen Verlauf nach oben. Wir hatten auch hier vor kurzem erst das All-Time-High. Vom Momentum her würde ich sagen, ist es gerade schon eher teurer, während der Umsatz so auf dem ähnlichen Niveau eigentlich stagniert. Operating Income hingegen ist die letzten Jahre etwas stärker geworden, zum Schluss ein bisschen weniger, aber ein bisschen höher als die Jahre davor. Die Marge ist hingegen im Laufe der Zeit profitabler geworden. Dividendenrendite ist hier 2,7%. Je nachdem, wo man schaut, sieht das irgendwie immer anders aus. Also irgendwas um die 3%, je nachdem, wo der Kurs gerade steht, sehen wir hier bei der Novartis. Wir haben eine Ausschüttungsquote von 55,9%. Ist jetzt nicht wahnsinnig niedrig, aber auch nicht überhöht, dass es jetzt kritisch wäre. Was schön ist bei der Novartis, sie kaufen auch regelmäßig eigene Aktien zurück. Das sieht man auch hier an der Rückkaufrendite, aktuell von 3,2%. Die Nettoverschuldung zum EBITDA beträgt das Einfache, also gleiche Nettoverschuldung, wie sie auch EBITDA erwirtschaften und könnten damit in einem Jahr ihre Schulden tilgen. Return on Invested Capital zeigt sich hier sehr positiv mit über 20% und da sind sie auch profitabler geworden. KGV ist mit dem 20-fachen bewertet, ist jetzt nicht ganz so günstig und auch das Kurs-Buchwert-Verhältnis wird leider im Moment sogar teurer. Also ich sehe hier gerade jetzt keine wirkliche Unterbewertung, ist aber auch ein Wert, wo man halt schon ein bisschen Stabilität im Portfolio hat und bei Einbrüchen lohnt sich hier immer noch mal genauerer Blick, dass man das aufstocken könnte. Im Moment sehe ich da allerdings jetzt keinen Einbruch. Viel spannender als die Schweizer Pharmawerte finde ich zum jetzigen Zeitpunkt die Tech-Werte, insbesondere auch unsere deutsche SAP. Hier haben wir eine Dividendenrendite von 1,8%, ist jetzt nicht wahnsinnig hoch, aber die SAP erhöht auch in der Regel ihre Dividenden und zuletzt, also was heißt zuletzt, aber jetzt für den kommenden Mai sehen wir eine Erhöhung von 2,35 € auf 2,50 €. Das sind ungefähr 6,38% Erhöhung. Und im Laufe der Zeit sehen wir auch hier, dass die SAP ihre Dividende Jahr für Jahr steigern kann. Schauen wir mal auf den Trend und auch hier sehen wir wirklich eine konstante, schöne Steigerung bis auf das Jahr 2011, mal als Ausnahme, aber das kann sich sehen lassen. Was an der SAP gerade so interessant ist, dass wir tatsächlich gerade ja ein Upside-Potenzial von fast 30% haben durch die Berechnungsmodelle. Wir stehen bei ungefähr, so habe ich hier, ich habe die Währung Franken ausgewählt, ich nehme mal lieber Euro. Berichtswährung ändern. Ja, jetzt haben wir Euro. Trotzdem 29% Upside. Wir stehen bei 142,56 €. Analysten sehen 236 € als Kursziel und 27 Analysten bewerten das und das hier ist wirklich der Mittelwert. Also auch Analysten sehen hier durchaus sehr starkes Potenzial nach oben. Wir haben auch einen perfekten Piotrowski-Score von 9. Der ist auch laut RSI gerade, also wenn man es technisch betrachtet, überverkauft. Sieht man auch hier, also der Verkauf der SAP-Aktie seit ungefähr letzten Sommer ist wirklich drastisch gewesen. Deswegen finde ich hier die SAP auch momentan sehr spannend.
Auch Liberty Stock Markets hat die SAP auf der Watchlist. Moment, wo waren sie hier? Also haben es noch nicht im Portfolio, aber auf der Watchlist. Und hier gibt es auch eine Analyse zu. Die ist schon von Januar, aber so fundamental hat sich da jetzt nicht viel geändert. Und auch der Aktienkurs ist eher noch weiter nach unten gegangen seit Januar. Und hier wird aktuell erwartet, dass die Aktie weiter fällt, bis vielleicht so zwischen März und April, also genau der Zeit, die wir jetzt haben. 138, 145 und höchstens 151 Euro. Und wenn wir das mit der tatsächlichen Kursentwicklung jetzt seit Ende Januar mal abgleichen, dann sehen wir gerade tatsächlich, wir sind bei 142 Euro. Und ja, wir haben genau das hier eigentlich erreicht, was Liberty Stock Markets vorausgesehen hat für die Zeit jetzt. Deswegen wird sich jetzt zeigen, ob die Prognose in der technischen Analyse auch bestätigt wird und jetzt die SAP wieder nach oben korrigiert, bis in diesen Bereich 174, 180 bis maximal 190 Euro, weil ab dann technisch zwei Varianten gesehen werden. Es könnte dann wieder nach unten gehen, dass es hier quasi so eine Top-Bildung ist. Es kann aber auch ein alternatives Szenario eintreffen, dass die Aktie danach weiter steigt bis ungefähr 230 Euro und danach wieder fällt. Also so optimistisch ist die technische Analyse zur SAP gerade nicht. Und hier wird auch empfohlen, eher den Wert zu beobachten und defensiv zu bleiben, weil die Struktur halt technisch stark abwärts gerichtet ist. Und was hier noch ist, Liberty Stock Markets hat deswegen auch alle Aktien verkauft der SAP. Also Liberty Stock Markets ist hier wirklich aktuell nicht optimistisch. Aber schauen wir doch mal, wie die Umsatzentwicklung ist. Das ist ja auch das wesentlichste Merkmal, warum wir in eine Aktie einsteigen sollten, wenn der Kurs einbricht, aber die Umsätze eigentlich trotzdem weiter stetig wachsen. Und das genau sehen wir hier. Und auch beim Operating Income sehen wir, dass die SAP immer mehr einnimmt. Die Marge darauf wird auch immer profitabler im Laufe der Zeit. Wir sind bei fast 30%. Dividendenrendite war mal höher in der Vergangenheit. Dann ist die SAP halt hier, sieht man im Kurs, angestiegen. Dadurch ist die Dividendenrendite halt gesunken. Und jetzt sinkt der Kurs und Dividendenrendite wächst wieder an. Ist auch kein wahnsinnig hoher Wert, aber ein schöner Dividendenwachstumswert. Und Dividendenwachstum ist auch im Laufe der Zeit eher höher geworden. Die Ausschüttungsquote liegt mit 38% auf einem sehr moderaten Niveau. Sie kaufen auch eigene Aktien zurück, sogar in letzter Zeit stärker als davor. Hier sieht man einen positiven Trend. Die Nettoverschuldung, die ist nicht vorhanden, denn sie haben Netto-Liquidität, sehr, sehr positiv. Auch der ROIC wird komfortabler und sie steigen hier an. Das ist jetzt nicht so ein profitables Unternehmen wie Microsoft zum Beispiel, die sind hier jetzt wesentlich höher, aber trotzdem sieht man hier einen Trend nach oben. KGV ist mit 23 schon wesentlich günstiger als die Jahre davor, aber 23 ist halt immer noch ein nicht ganz so tiefer Wert. Allerdings für ein Tech-Unternehmen ist das schon im unteren Bereich der Bewertung. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit dem 3,7-fachen ist jedoch sehr gering für einen Tech-Wert. Und hier sieht man auch wirklich, dass der Abverkauf nochmal das Kurs-Buchwert-Verhältnis sehr gedrückt hat. Also ich finde die SAP gerade sehr interessant. Aber weil wir gerade bei abgestraften Tech-Werten sind, möchte ich auch noch mal kurz mit euch auf die Techstars-Strategie hier bei Investing Pro, eine der Purpix KI-Strategien, schauen. Denn hier sehen wir, was gerade die KI für Werte für den Monat März rausgefiltert hat, die ein besonderes Potenzial hier von der KI zugesprochen bekommen. Und okay, das sind sehr interessante Unternehmen dabei, die kenne ich noch nicht mal, wie die Klaviyo. Und hier hat die KI die Klaviyo anhand der herausragenden Wachstumsaussichten, des klaren Weges zur Profitabilität und eines Aktienkurses ausgewählt, der im Verhältnis zur Unternehmensleistung deutlich unterbewertet erscheint. Muss ich mir mal anschauen. Wie gesagt, das kenne ich noch gar nicht. Man sieht hier auch ein Pro-Research zu dem Unternehmen, kann sich das alles durchlesen. Wirklich spannende Sachen diesmal dabei im März. Auch jede Menge dazugekommen. Die Kyndryl Holdings, die Tyler Technologies, Autodesk, Qualys, Teradyne, Checkpoint Software, auch die Texas Instruments und die Antiquis, die sind alle neu dazugekommen. Weniger Potenzial und was jetzt hier entfernt wurde aus der Strategie im März, sieht die KI bei Ultra Cleans, bei Applied Materials, Skyworks, Teradata, Badgermeter, ServiceNow, Salesforce, Zebra und Intuit.
Ein weiterer Dividendenwert aus der Luxusbranche, den auch viele im Portfolio haben, den schauen wir uns jetzt auch mal an, obwohl der mich jetzt gerade nicht so überzeugt. Man sieht zwar hier Previous Payment 5,50 €, jetzt 7,50 €, sieht erstmal nach Erhöhung aus. Dividendenrendite derzeit 2,8%. Aber man sieht, die letzten Jahre stagniert es eigentlich eher. Sie schütten halt zweimal im Jahr aus, im Dezember. Und da hatten wir die letzten 3 Jahre im Dezember 5,50 € und im April 7,50 €, 7,50 €, 7,50 €. Also seit dem Jahr 23 ist da quasi nichts mehr passiert, was Dividendenerhöhung angeht. Aber wir schauen trotzdem mal auf die LVMH, weil da die Dividendenrendite in der Vergangenheit auch geringer war. Eigentlich war das ein Unternehmen, was Jahr für Jahr schön erhöht hat, bis auf hier die Corona-Zeit. Dann auch noch mal, aber seitdem stagniert es halt wirklich, wobei es stagniert eher, wenn man es so vergleicht, auf einem recht hohen Niveau. Wir schauen hier mal konkret rein bei Investing Pro. Wir haben ein Upside-Potenzial von über 33%. Hier an der deutschen Börse, na okay, hier habe ich jetzt keine Analystenschätzung dazu. Aktie hat im letzten Monat schlecht performt, wobei es schon sehr viele Monate gab, wo die LVMH schlecht performt hat. Also für Aktionäre war das in den letzten 3 Jahren nicht so ein positives Investment, gerade wenn man eingestiegen ist in der Hoffnung, ja, jetzt gerade ist es günstig. Aber diese Momente gab es halt schon relativ häufig, wenn ihr hier den Chart anschaut. Ja, sie hat immer wieder so Versuche gehabt, sich zu erholen, aber dann Chancen gesehen und wurde dann doch wieder enttäuscht. Aber spiegelt das denn auch hier die Entwicklung des Geschäfts wider? Ja, beim Umsatz tatsächlich, ja, auch der geht leicht zurück. Operating Income ebenfalls. Luxus ist halt gerade ein nicht ganz so einfacher Markt. Der Konsum in China bricht ein und Chinesen und auf dem asiatischen Markt generell ist Luxus halt eher gefragter gewesen als jetzt auf dem europäischen oder amerikanischen Markt. Aber auch da ist halt gerade die Nachfrage schwächer geworden und das merkt hier das Unternehmen einfach drastisch. Dividendenrendite ist dadurch halt ja, stärker geworden als in der Vergangenheit. Aber 2,8% ist jetzt immer noch nicht so hoch, dass ich jetzt sagen würde, da lohnt sich jetzt das Unternehmen ins Portfolio zu kaufen wegen der Dividende. Ausschüttungsquote liegt bei 59,4, also bei fast 60%, ist auch eher höher geworden, ist auch nicht so ein gutes Zeichen. Aktienrückkaufrendite gibt es, ja, aber auch nur gering. Im Moment wieder ein bisschen stärker als zuvor, aber bei dem Kursabverkauf ist das eigentlich gar nicht so eine hohe Aktienrückkaufrendite. Nettoverschuldung hingegen wird ein bisschen abgebaut, das ist sehr moderat mit dem gleichen Wert wie das EBITDA. Der Return on Invested Capital wird leider auch hier schwächer. Wir liegen nur noch bei 11,8%. KGV ist natürlich sehr gesunken auf nur noch 21. Hier waren wir mal wesentlich höher und die Aktie war wesentlich höher bewertet. Und auch das Kurs-Buchwert-Verhältnis hat stark korrigiert und wir haben nur noch das 3,4-fache. Also wer mutig ist und langfristig an die LVMH glaubt und auch einen Wert im Luxusgeschäft sucht, der kann sich ja jetzt die LVMH mal wieder anschauen. Aber wie gesagt, vom Kursverlauf weiß ich nicht, wann dieser schwunghafte Abwärtstrend wirklich zu Ende geht. Da muss, glaube ich, schon erstmal viel passieren. Das wäre für mich eher so ein Watchlist-Kandidat, wo ich wirklich mal auf Tendenzen hoffen würde, dass es mal wieder nach oben geht. Ebenfalls in vielen Dividendenportfolios vertreten ist ja die BlackRock. Und die BlackRock hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,3% und hat zuletzt aber auch kräftig erhöht, jetzt zum März hin auf 5,73 $, davor 5,21 $. Das entspricht einer Erhöhung von fast 10%. Und auch die BlackRock ist dafür bekannt, eigentlich jedes Jahr Dividenden kräftig anzuheben. Sieht man auch hier im Verlauf. Wenn man hier lange investiert war, dann hat sich das auch schon ordentlich rentiert und ist in eine schöne persönliche Dividendenrendite umgeschlagen. Aber schauen wir auch da mal rein auf die Bewertungen und die aktuellen Finanzdaten. Und hier sehen wir auch gerade ein Upside-Potenzial von knapp über 10%. Ja, wir stehen bei $968. Analysten sehen eher so 1321 voraus. Seit 16 Jahren werden Dividende erhöht, ist halt eine feste Größe im Bereich Kapitalmärkte, klar durch Herausgabe der iShares und so weiter. Also BlackRock, der größte Vermögensverwalter der Welt, den kann man sich eigentlich vom Markt nicht groß wegdenken. Letztendlich haben wir eigentlich nur positive Bewertungen hier. Vom Kursverlauf sehen wir eigentlich einen schwankenden Verlauf, aber eine Steigerung. Und gerade zuletzt schwächelt auch die BlackRock hier so ein bisschen. Also hier ergeben sich durchaus auch immer mal wieder Chancen für einen kleinen Nachkauf. Denn von den
Finanzdaten her sieht das eigentlich gar nicht so schlecht aus hier. Der Umsatz steigt schön an, das Operating Income steigt an. Die Marge, na gut, die wird eher leicht schwächer, liegen immer noch bei 35,3%. Aber hier gibt es jetzt nicht so eine Entwicklung nach oben. Dividendenrendite, die war sogar schon mal höher. Also da liegen wir mit den 2,3% gar nicht so wahnsinnig hoch. Dividendenwachstum, boah, war mal schwächer, jetzt steigt das Wachstum wieder an. Die Ausschüttungsquote liegt mit über 60%. Auch jetzt noch moderat, aber sollte jetzt auch nicht wesentlich viel höher sein. Sie kaufen auch leicht eigene Aktien zurück. Das ist auch ein gutes Zeichen. Nettoverschuldung zum EBITDA 0,1 mal, das ist ein guter Wert. Vom Return on Invested Capital liegen sie nur noch bei 9,5%, waren sogar mal stärker. Hier geht leider auch die Profitabilität leider ein bisschen zurück. KGV hingegen ist teurer geworden und das Kurs-Buchwert-Verhältnis ist so auf dem ähnlichen Niveau, 2,8 mal. Ja, also kann man sich anschauen, ist von den Bewertungskennzahlen, ich würde eher sagen, recht fair. Also hier sehen wir zwar ein Upside, sehen aber auch die Profitabilität geht so ein bisschen zurück. KGV ist noch recht hoch, KBV ist eher ein bisschen günstiger geworden. Ja, kann man sich anschauen. Das ist jetzt kein Einmalkandidat, wo ich jetzt sage, da gibt es jetzt die Riesenchance, da mache ich jetzt einen Einmalkauf. Ist eher auch so ein Sparplankandidat zum immer wieder aufstocken. Kommen wir mal wieder zu den Konsumgütern und diesmal in die Schweiz und zwar zur Nestlé, eine feste Größe im Konsumgütermarkt. Hier wird im April Dividende gezahlt, also hier seid ihr noch nicht so spät dran. Wenn ihr kauft bis zum 19. April, dann könnt ihr am 22. noch die Dividende abkassieren von 4,1% zurzeit. Erhöhung von 3,05 Franken auf 3,10 Franken. Das sind ja 1,64%. Keine wahnsinnige Erhöhung. Und auch hier im Verlauf sieht man eigentlich, ja, sie erhöhen schon in der Regel jährlich, aber halt nur sehr geringfügig. Hier sieht man immer mal so den Verlauf, ja, 2%. Da gab es mal 10% Erhöhung, aber ansonsten eher meistens so knapp unter 2% mit Ausnahmen. Dann schauen wir nochmal auf die Nestlé-Finanzdaten momentan. Upside-Potenzial, wir stehen bei 76,20 Franken. Analysten sehen hier Potenzial nach oben von 87,46 Franken als Kursziel. Ja, ist halt wirklich eine feste Branche im Lebensmittelbereich. Ein stetiger Dividendenzahler der letzten Jahre. Der Kursverlauf hingegen ist alles andere als schön. Also hätten wir hier irgendwie im Jahr 22 die Nestlé eingekauft, da hätten wir einen ordentlichen Kursverlust eingefahren und der Abwärtstrend sieht für mich auch immer noch nicht beendet aus. Auch hier bei Nestlé merkt man halt, dass jetzt auch die Inflation nochmal zu Buche schlägt und Verbraucher halt mehr Eigenmarken kaufen. Dann hat man natürlich noch steigende Transportkosten und so weiter. Also alles, was irgendwie makroökonomisch gerade die ganzen Konsumgüterwerte so ein bisschen drückt. Schaut euch dazu auch gerne mal meine beiden Videos an, wo ich nochmal die General Mills und ein paar andere Konsumgüterwerte beglichen habe oder auch Conagra Brands und so weiter. Da werdet ihr einen recht ähnlichen Verlauf sehen und die hatte ich hier auch mit der Nestlé verglichen. Aber jetzt mal zu der Nestlé an sich und den Werten. Umsatz, gut, auch der stagniert, geht sogar leicht zurück. Operating Income ist ebenfalls in letzter Zeit zurückgegangen. Also man sieht es hier auch tatsächlich an den Zahlen, nicht nur am Aktienkurs. Die Marge liegt noch bei 15,5%, aber auch hier werden sie ein bisschen unprofitabler, nicht kritisch, aber halt ein bisschen. Dividendenrendite ist hingegen durch den starken Kursrutsch wirklich angestiegen. Wir hatten vorher immer so 3, etwas Prozent. Ausschüttungsquote ist sehr hoch bei der Nestlé. Die sollte jetzt nicht höher sein, da muss man hier ein bisschen aufpassen. Aktien zurückkaufen ist im Moment ein bisschen schwächer, zumindest hier nach dem Chart. Aber eigentlich hat die Nestlé auch in der Vergangenheit regelmäßig eigene Aktien zurückgekauft. Nettoverschuldung ist beim Dreifachen des EBITDAs, ist auch schon ja, im Bereich, wo man anfangen sollte, vorsichtig zu sein. Beim Return on Invested Capital ist es hier eher auch auf dem absteigenden Ast. Also wir sind immer noch recht gleichbleibend, aber seit so ein paar Jahren geht auch hier die Profitabilität zurück. Kurs-Gewinn-Verhältnis bei fast 22. Wir waren schon mal günstiger, jetzt sind wir wieder ein bisschen teurer bewertet geworden. Und das Kurs-Buchwert-Verhältnis von 6 ist jetzt auch nicht ganz so günstig. Also Nestlé ist auch eher für mich so ein Watchlist-Kandidat, genau wie viele andere Konsumgüterwerte, wobei es da teilweise schon halt die Chancen gibt, wenn jetzt der Kurs nicht weiter
sinkt und es hier wieder irgendwann eine Kehrtwende gibt, dann kann man halt jetzt die ganzen Konsumwerte wirklich zu einem guten Preis im Verhältnis einkaufen, aber man weiß es halt, wie gesagt, nicht, wie der Markt sich entwickelt in der nächsten Zeit. Wäre ich eher noch so ein bisschen vorsichtig. Dann kommen wir noch mal nach Deutschland zurück und diesmal auch in die Utilities-Branche, und zwar zur E.ON, einer der größten Strom- und Gasbetreiber auch in Deutschland. Hier haben wir eine Dividendenrendite auch von über 3% momentan. Die Dividende wird Ende April gezahlt und wenn man bis zum 23. kauft, kann man diese auch noch kassieren. Dividendenerhöhung hat auch stattgefunden, also wird stattfinden zum April, beziehungsweise von 55 Cent, das ist hier immer auf 100 berechnet, auf 57 Cent. Das entspricht einer, recht geringen Erhöhung von 3,64%. Wenn man da mal auf den Verlauf schaut. Ja, wir hatten hier auch schon mal mehr Dividende. Dann hier so ein Tiefpunkt im Jahr 2016, 17 ging es wieder hoch und dann ging es langsam Jahr für Jahr wieder hoch. Also es hat jetzt nicht so eine konstante Historie und die Erhöhungen sind doch eher sehr gering ausgefallen in letzter Zeit. Aber wir schauen noch mal hier auf die E.ON. Und wir haben tatsächlich ein Downside-Potenzial. Also die E.ON ist gerade über 22% überbewertet. Wir stehen bei 18,60 €. Analysten sehen ein kleines Potenzial, aber sehen es eher fair bewertet. Aber die Finanzmodelle kommen halt im Schnitt nur auf 14,37 €. Seit 9 Jahren haben wir erhöht. Ja, davor war es sehr schwankend, haben wir gesehen. In der Branche Multi-Utilities ist es halt auch gerade in Deutschland eine richtig feste Größe. Vom Kursverlauf, ja, ist die E.ON wirklich ganz schön angestiegen. Da sind wir jetzt nahe des All-Time-Highs. Wir haben auch so ein bisschen korrigiert, aber in 5 Jahren 141%, das ist schon eine Hausnummer. Wenn man jetzt mal guckt, ob das hier einhergeht mit den Finanzzahlen, ja, der Umsatz, wobei der stagniert eigentlich eher. Operating Income geht auch gerade leicht zurück, die Marge sogar auch, 4,7%, ist jetzt auch nicht so die Welt. Also hier ist sehr viel eingepreist, was aber nicht den tatsächlichen Zahlen gerade entspricht, so wie das hier auf den ersten Blick aussieht. Dividendenwachstum, ja gut, in der Vergangenheit hatten wir halt auch mal Kürzungen, deswegen ist hier die Sicht auch nicht ganz so positiv. Ausschüttungsquote ist hier wieder allerdings recht hoch mit 82%, wobei das für Utilities so die Regel ist. Das ist relativ normal. Aktien zurückgekauft werden gerade auch nicht. Nettoverschuldung zum EBITDA mit dem 4,6-fachen, das ist schon wirklich hoch. Das ist noch höher als bei der Veolia zum Beispiel. Der Return on Invested Capital, 4,7%, geht sogar zurück. KGV ist relativ hoch mit fast 30 und sie sind auch gerade eher teurer werdend. Und das Kurs-Buchwert-Verhältnis, das ist relativ moderat noch mit dem 2,6-fachen. Also anhand der Zahlen verstehe ich jetzt nicht, warum der Kurs so angestiegen ist. Da steckt halt wirklich sehr viel Erwartung in kommende Umsätze drin. Deswegen auch hier quasi das Downside-Risiko. Ein sehr spannender Wert momentan ist auch die Airbus. Die Airbus hat eine Dividendenrendite von 2,5% zurzeit und die Erhöhung hier kann sich sehen lassen. Also das hier ist nicht ganz aussagekräftig, denn wir hatten auch letztes Jahr mal eine Sonderdividende von 1 Euro, die noch zusätzlich obendrauf kam. Ich vergleiche jetzt nur mal die normalen Dividenden, diese Final-Dividenden im April 25 mit April 26, was angekündigt wurde. Und dort haben wir eine Erhöhung von 2 Euro auf 3,20 €. Das sind tatsächlich 60% Dividendenerhöhung. Hier ist es nicht ganz so konstant. Wir hatten hier auch mal, nachdem die Dividende bis zum Jahr 2018 auch erhöht wurde, in 2019, 20 mal keine Dividende. Dann ist sie wieder gesteigert worden und durch die Sonderdividende im Jahr 25 war sie wirklich extrem hoch. Wir schauen hier auch mal auf die Zahlen, denn gerade bei der Airbus sind die auch ziemlich interessant. 163,60 € ist der aktuelle Kurs. Wir haben Upside-Potenzial von 17,3%. Aber ich schaue mal kurz, ob ich hier einen Börsenplatz finde, wo ich auch Analystenziele sehe. Gucke ich hier mal an der Euronext. Hier sehe ich ein paar mehr Zahlen. Genau, 17,4% Upside-Potenzial. Und hier haben wir auch 21 Analysten. Die sehen tatsächlich 217 € als Kursziel. Wir stehen bei 163. Mehr Cash als Verbindlichkeiten in der Bilanz. In 4 Jahren wurde die Dividende aufeinanderfolgend erhöht. Feste Größe in der Bereich Raumfahrt und Verteidigung. Genau, ja. Analysten sagen voraus, das Unternehmen wird auch diesmal Gewinn erzielen. Und vom
Chart her hatten wir eigentlich auch eine schöne Entwicklung von links unten nach rechts oben und sogar die Airbus ist zuletzt ein bisschen eingebrochen. Könnte man auch als kleine Chance sehen. Schauen wir mal auf die Finanzdaten, ob das wirklich eine Chance ist. Umsatz, ja, schön gestiegen, schöner Trend nach oben. Operating Income ist auch in letzter Zeit eher angestiegen. Marge 7,8% ist jetzt nicht so die Welt, wird aber auch langsam wieder profitabler. Dividendenwachstum, ja, gerade in letzter Zeit kräftig. Ausschüttungsquote ist dabei, aber immer noch sehr gering. Also für die Erhöhung jetzt gering. 45% ist aber auch noch so im Rahmen, ist auch noch völlig okay. Aktienrückkaufrendite ist auch geringfügig vorhanden, also leicht kaufen Sie Aktien zurück. Nettoverschuldung zum EBITDA sehr positiv, ist sogar im negativen Bereich, also haben Sie quasi Netto-Liquidität. Der Return on Invested Capital, ja, liegt so bei 12,2%, ist eher gleichbleibend in den letzten paar Jahren gewesen. KGV liegt bei 24,6, auch hier sind wir gerade ein bisschen günstiger werdend. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis geht sogar auch zurück, da haben wir nur noch 4,9. Also da waren wir auch mal wesentlich teurer bewertet in der Vergangenheit. Also die Airbus ist tatsächlich eigentlich gerade ein Unternehmen, was, wenn die jetzt noch mehr fällt oder noch mehr korrigieren würde, wäre die Airbus auch ein ganz spannender Wert. Mir fällt gerade auf, ich habe noch gar nicht erwähnt, dass wir ja auch hier bei Investing Pro einen Rabattcode von mir haben, wo ihr nochmal 15% extra bekommt, wenn ihr euch auch für dieses Analysetool hier interessiert. Der Link ist unten in der Videobeschreibung und auch im ersten angepinnten Kommentar. Es gibt auch immer wieder Rabattaktionen und über meinen Link bekommt ihr nochmal 15% extra. Das gibt auch diese ProPix KI, die ich schon öfters mal gezeigt habe. Es gibt eine eigene Finanz-KI, die Rowan AI. Man kann Charts, Kennzahlen miteinander vergleichen. Also ist echt sehr mächtig. Schaut euch das gerne mal an. Das nehme ich für fast alle Analysen, die ich jetzt selber durchführe, aber auch für meine Videos. Das andere Tool, was ich euch gezeigt hatte hier, Dividend-Max, da habe ich keinen Kooperationsvertrag mit oder so. Das nutze ich auch selber nur in der Gratis-Version. Das ist auch gratis. Ihr könnt euch auch einloggen, eure Werte, die ihr im Portfolio habt, ja, markieren, kriegt dann auch E-Mail-Benachrichtigungen darüber, wenn neue Dividenden angekündigt worden sind. Das ist wirklich ziemlich einfach zu bedienen und eignet sich aber nur rein für Dividenden und für keine weiteren Finanzkennzahlen. Und finally kommen wir zu einem deutschen Wert, der gerade stark im Fokus steht durch die blöde Kriegssituation, aber die Aktie profitiert halt davon, nämlich unsere Rheinmetall. Wir haben nur noch eine Dividendenrendite von 0,8%. Die war in der Vergangenheit auch schon mal wesentlich höher, das sehen wir gleich noch. Aber wir haben auch eine sehr gute Dividendenerhöhung von 8,10 € auf 11,50 € erfahren. Oder werden wir erfahren am 15. Mai. Wenn ihr Rheinmetall aktuell kaufen würdet, könntet ihr noch von der Dividende im Mai profitieren. Das entspricht tatsächlich einer Erhöhung im Vergleich zu 2025 von knapp 42%. Auch hier sehen wir, in den letzten Jahren ist halt, naja, mit steigendem Aktienkurs und steigenden Umsatzzahlen auch die Dividende drastisch angehoben worden. In der Vergangenheit war es eher nicht so stark, aber zuletzt halt jedes Jahr im mittleren zweistelligen Bereich. Aber hier muss man halt wirklich die Entwicklung nochmal anschauen. Rheinmetall. Hier nehme ich doch den Wert an der deutschen Börse. Ja, also man sieht hier im Verlauf, schauen wir da als erstes mal drauf. Wir haben hier, seitdem der Ukraine-Krieg angefangen ist, die erste Erhöhung. Danach sind wir kontinuierlich angewachsen vom Kurs. Jetzt seit Dezember 24 ist die Rheinmetall nochmal wirklich drastisch angestiegen. Und seitdem bewegen wir uns wirklich auf einem hohen Niveau. Jetzt gerade hat sie wieder so ein bisschen korrigiert, aber Korrektur eher auf sehr, sehr hohem Niveau. Deswegen haben wir auch ein Downside-Risiko von über 18%. Wir stehen bei 1.437 € momentan. Analysten sind noch sehr, sehr positiv gestimmt und sehen über 2.000 € als Kursziel voraus. Also sehen da durchaus noch Potenzial, dass die Rheinmetall noch weiter steigt. Und gut, die Steigerung, die ist zwar schon aufgrund der ganzen Kriegssituation und so auch im Kurs jetzt mit eingepreist, dennoch hat die Rheinmetall auch ihre Zahlen natürlich stark erhöht. Der Umsatz ist gestiegen, wir sind gerade auf einem recht hohen Niveau. Das Operating Income ist wirklich stark angewachsen. Die Marge ist sogar auch höher geworden, trotz steigendem Umsatz und steigenden Gewinnen sind wir auch bei der Marge jetzt bei fast 17%. Dividendenrendite
ist natürlich mit, steigendem Kurs immer geringer geworden. Selbst bei der starken Erhöhung hat das die starken Kurszuwächse halt nicht aufgefangen. Die Ausschüttungsquote liegt mit 53%, ja, noch so grad so moderat. Aktien zurückgekauft werden derzeit nicht. Da wird eher ins eigene Unternehmen investiert und aufgebaut gerade. Nettoverschuldung zum EBITDA ist negativ, also hier herrscht auch Netto-Liquidität. Der Return on Invested Capital, der sieht sehr gut aus, 18,2%. Sie werden auch im Laufe der Zeit immer profitabler. Das KGV, ja, das spiegelt den Kursverlauf wider. Wir sind ziemlich teuer mit 67,1 und ebenfalls bei dem Kurs-Buchwert-Verhältnis von über 13 sind wir schon ziemlich teuer bewertet. Also die Rheinmetall müsste für mich schon ziemlich stark korrigieren, dass das für mich jetzt ein Kaufkandidat wäre. Wer natürlich schon hier irgendwie eingestiegen ist oder sogar vor dem Jahr 22, der hat natürlich hier drastische Gewinne mitnehmen können. Jeder, der schon lange da investiert ist, dem gratuliere ich wirklich recht herzlich. Aber um jetzt zu wissen, ist denn die Rheinmetall eventuell bald mal wieder kaufenswert, dann schaue ich hier nochmal auf Liberty Stock Markets, denn das ist tatsächlich jetzt wieder ein Kooperationspartner von mir seit neuestem und die haben nämlich zur Rheinmetall am 23.03. erst eine neue Analyse durchgeführt. Gucken wir erstmal hier auf den Chart. Die sehen nämlich vom aktuellen Verlauf, so dass die Rheinmetall wahrscheinlich erstmal wieder nach oben korrigiert in so eine Zone bis zu, ja, so um den Dreh, keine Ahnung, 1.800 € ungefähr, dann aber so ein Plateau erreicht haben könnte, wo sie danach wieder sinkt, in diesem Bereich hier, so zwischen 1.000 und 1.250 € ungefähr. Und dann könnte sie wieder nach oben hin durchstarten. Das ist halt charttechnisch. Die Prognose ist eher so eine wellenförmige Bewegung. Genau, wir bleiben eher in so einer korrektiven, überlappenden Struktur. Also die Korrektur wird hier noch als nicht abgeschlossen gesehen, aber halt klar eingegrenzt. Und wir haben halt mögliche Szenarien, genau, was ich eigentlich gerade so erklärt habe. Und fundamental sieht man halt auch hier, dass die aktuelle Schwäche, wenn man es so nennen kann, sich oberflächlich gut mit Nachrichten halt erklären lässt. Rheinmetall ist stark von Nachrichten abhängig. Genau. Entspannung im Iran-Konflikt, dadurch steigt der DAX, Rheinmetall fällt wegen Gewinnmitnahmen bei Rüstungswerten. Das ist eher so wirklich, na gut, sehr nachgefragt, sehr gehypt, gerade die Aktie und reagiert halt sehr, sehr stark auf Medien. Aber wichtig ist auch hier in der Einordnung, Umsatzwachstum 40-45% erwartet für 26. Sie haben auch eine starke Perspektive für die Zukunft. Dividende habe ich eben schon was zu erzählt und die Analysten sehen durchaus auch hier noch Potenzial nach oben, wird hier auch so gesehen. Vom Chart her sagt hier der Chart eindeutig, ja, man könnte kurzfristig noch irgendwie, jetzt, wenn man jetzt kauft, ein paar Gewinne mitnehmen, danach wird es aber erstmal wieder fallen und langfristig sollte man eher noch ein bisschen warten, so interpretiere ich das jetzt mal. Liberty Stock Markets, schaut auch gerne mal rein, da habt ihr auch einen Link unten in der Videobeschreibung und hier bekommt ihr nochmal 10% Rabatt mit meinem Code Nicole, alles groß geschrieben. Liberty Stock Markets hat ja auch ein eigenes Depot, wo man auch in Echtzeit sehen kann, was wird dort gekauft. Genau, also man kann wirklich sehen, welche Werte in diesem Portfolio drin sind. Die werden auch tatsächlich gehalten, also das ist ein tatsächliches Depot. Und zuletzt wurde halt Uber gekauft, Tesla wurde gekauft. Und man kann das hier wirklich nachvollziehen. Es gibt auch ganz viele Analysen zu Unternehmen. Es wird auch immer mal wieder aktualisiert. Es kommt immer eine neue Analyse zu verschiedenen Unternehmen raus. Nicht nur zu den Aktien, die tatsächlich drin sind im Depot. Sie haben auch Unternehmen auf der Watchlist, die Sie noch nicht eingekauft haben. Die Allianz habe ich euch das letzte Mal hier gezeigt. Genau, aber noch mehrere andere Werte, wo ihr euch auch die Analyse anschauen könnt. Und was ich noch ziemlich spannend finde, ist auch die Postbox, wo man wirklich benachrichtigt wird. Das Ganze kriegt man auch zusätzlich als E-Mail, immer wenn eine Veränderung stattgefunden hat, mit Begründung. Zum Beispiel, warum Uber gekauft wurde. Dass wir hier eine saubere metallige Impulsreaktion sehen. Und man sieht auch hier die Begründung dazu. Adidas wurde gekauft, Anfang März. Genau, also man kann das hier alles nachvollziehen. Ist wirklich sehr spannend und man kann sich da auch ein paar Ideen holen. Wie gesagt, Link findet ihr auch unten. Und der Code Nicole ist in dem Fall wichtig, falls ihr hier was abschließen wollt. Ja, das war jetzt meine Auswahl an spannenden Dividendenaktien, die gerade in letzter Zeit oder in kommender Zeit die Dividende auch erhöhen oder die viele von euch im Portfolio haben. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welches Unternehmen euch noch interessiert, was euch vielleicht gefehlt hat.
oder welche Branche ihr aktuell spannend findet. Danke fürs Zuschauen, habt noch einen schönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.